Servus und hallo, liebe Freundinnen und Freunde, Bernd hier. Kommen wir zu einem neuen Update beim Thema Frauenschuh-Orchideen in Colomi im Glas. Hier seht ihr eine Pflanze, die schon sehr lang im Colomi steht und wächst. Schöne große Neutriebe. Da bin ich jetzt gespannt, dass sie jetzt demnächst irgendwann blühen wird. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, aber ich bin gespannt, ob sie dann auch wirklich an 2 Blütentrieben am Blühen sein wird. Das Interessante, was ich jetzt gerade festgestellt habe, irgendwie zu jedem Video, wenn ich die Pflanze zeige, man sieht hier, die hat richtig viele Wurzeln, stelle ich fest, Mensch, die könnte ich mal wieder gießen. Das werde ich im Anschluss von diesem Video machen, dass sie natürlich auch wieder im nächsten Video trocken ist. Aber das ist mir jetzt gerade witzigerweise aufgefallen. Gleichzeitig sehen wir jetzt hier meine beiden anderen Frauenschuh-Orchideen, auch die entwickeln sich gut, haben schöne Neutriebe ausgebildet, aber das ist noch nicht das Hauptthema dieses Videos. Das Hauptthema dieses Videos steht nämlich noch hier links neben mir auf dem Schreibtisch, wo ich jetzt hingreifen muss. Denn weil das Ganze so gut funktioniert, ihr seht hier jetzt schon so ein Blatt, habe ich mich dazu entschieden, mir noch ein paar schöne, hübsche Frauenschuh-Orchideen zu besorgen, die ich dann ebenfalls in Colomi ins Glas pflanze. Jetzt seht ihr, die Pflanze ist richtig groß. Ich mache hier jetzt erstmal Platz, damit ich bei der großen Frauenschuh-Orchidee euch auch die komplette Pflanze zeigen kann. Und deswegen stelle ich jetzt mal ganz kurz die anderen weg und dann machen wir dam, 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 dam. Und jetzt seht ihr es immer noch nicht. Aber ihr seht, die Blüte schauen wir uns gleich an. Ihr seht, auch die wächst jetzt hier in einem großen Glas. Das große Glas habe ich euch auch schon öfters mal gezeigt. In dem Fall handelt es sich um ein Paphiopedilum Michael Kopowitz. Und das Tolle an dieser Sorte ist, ihr seht es schon an dieser Blüte, die hat ganz lange Blütenblätter, also richtig schöne Locken. Und das ist das Tolle an solchen Frauenschuh-Hybriden. Aber es gibt auch die eine oder andere Naturform, die solche tollen Blüten ausbildet, dass das wirklich spektakulär ist, was man hier bei sich zu Hause kultivieren kann. Und da das mit dem Colomi und der Glasvase bei Frauenschuh-Orchideen so fantastisch funktioniert, was ich euch ja bei den anderen Pflanzen schon gezeigt habe, wo ich jetzt einfach mal nochmal das Prachtexemplar hier reinnehme, ist natürlich in gewisser Weise ist ein bisschen kleinere Pflanze, ist auch eine andere Art, hat also eine ganz andere Genetik. Man sieht es auch am Blatt, ist deutlich dunkler als jetzt diese hier. Aber es funktioniert ja so gut, dass hier so schöne viele Wurzeln sich gebildet haben, dass das mit absoluter Sicherheit auch bei dieser Pflanze zukünftig der Fall sein wird. Ihr habt schon gesehen, mit Sicherheit, der Blütentrieb ist ein bisschen krumm und schief. Ist vermutlich durch den Versand passiert. Der Blütentrieb ist bei mir nicht gewachsen. Man erkennt das auch daran, dass es praktisch nur ein Trieb ist. Ich habe noch 3 weitere Frauenschuhe, die schauen ähnlich aus, nur ohne Blüte, praktisch auch in der gleichen Vase. Und da werde ich euch dann, sobald die anfangen, Blütentriebe auszubilden, ich kann hier mal einen weiteren dazu holen. Hier wäre so einer, das ist ein Paphiopedilum colopakingii xanderianum. Das wird auch eine ganz spektakuläre Blüte werden. Dann gibt es noch 2 weitere. Also das heißt, das Thema Frauenschuhe in Colomi in der Glasvase wird zukünftig natürlich auch sehr, sehr spannend bleiben. Diese wunderschöne Orchidee stelle ich jetzt wieder zurück. Und ich würde sagen, wenn ihr weitere Fragen habt zum Thema Frauenschuh, Colomi, Glasvase, Kultur von Orchideen in Colomi, schreibt es gerne hier in die Kommentare, gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Video. Ciao!